Ist es Betrug oder funktioniert's? Ja, das ist oft, was ich bei Keramikversiegelungen immer sage. Ja, man muss viel Geld investieren. Manche Keramikversiegelungen halten noch nicht mal das über Wochen, was viele versprechen. Du sagst, das hier hält sehr lange, Jan. Jawohl. Bei uns ist es so, wir sagen an der Stelle, dass wir soweit 3 Jahre Garantie dabei sind. Das ist ausgelegt auf ein alltagsgenutztes Fahrzeug, was im Endeffekt 365 Tage im Jahr auf der Straße ist und da wirklich auch genutzt wird, heißt bei Wind, bei Wetter, bei Schnee, bei Salz eben diese Belastung hat und entsprechend dafür sind unsere 3 Jahre ausgelegt. Du bist Franke. Ja, durch und durch, ne? Die Franken lügen ja nie und deswegen glaube ich dir das jetzt mal. Aber du kannst schon verstehen, wenn jemand ein paar tausend Euro hinlegt für eine, ich sag mal, Keramikversiegelung, der dann keine Ahnung, nach irgendwie einem halben Jahr feststellt, die Regenstreifen, die sind ja doch nicht zu entfernen, ja, das ist ärgerlich, oder? Das ist durchaus ärgerlich. Den Fall haben wir ab und zu auch mal, dass wir sagen, es kommt einfach jemand, der sagt, es ist woanders gemacht worden und ist nicht so ganz zufrieden. Da ist der Aufbereitungsmarkt einfach so ein bisschen schwierig. Aber soweit bei uns durchaus, was wir versprechen, das halten wir auch. Da gibt es gar kein Ding. Jan, du wirst empfohlen von Morelo. Das ist ja schon, ich sag mal, eine Bürde, die muss man sich erarbeiten, oder? Auf jeden Fall. Wir waren ja damals soweit, sage ich mal, ursprünglich im Pkw-Bereich tätig, sind dann irgendwann mal über einen Kunden dazu gekommen, dass wir so ein Wohnmobil gemacht haben und dann kam das eine zum anderen, der nächste Kunde und irgendwann ist auch mal Morelo auf uns aufmerksam geworden und dann entstand diese Kooperation daraus. Ne? Ja, das Thema Fahrzeugdetailing heißt ja in Amerika. Du guckst ab und zu die amerikanischen Videos? Durch und durch. Wenn man da, ich sag mal, mit Leib und Seele, sage ich mal, dabei ist, so wie jetzt bei mir im Endeffekt und meinen Mitarbeitern, da wird regelmäßig was neu auf den Markt kommt, was im Endeffekt neu dabei ist. Das schaust du dir alles natürlich an und wir sind da immer am Zahn der Zeit, sage ich mal, auch dabei. So, der Hobel ist ja nicht neu, muss ich sagen. Das ist ein Palace Liner, der hier da ist. Aber du sagst, das Thema Werterhalt innen, werden wir gleich sehen. Das Ding könnte auch, also man kriegt sie gut hin, sage ich mal, dass sie fast wie neu sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Bei dem Fahrzeug ist es jetzt so, das Fahrzeug ist mittlerweile 5 Jahre alt, hat eine etwas besondere Historie, sage ich mal. Das war zwischendrin schon mal in einem Zustand, wo man sehr, sehr nahe am Totalschaden war. Ist soweit, Ist einmal um die Welt gereist, genau, glaube ich, der oder? ist einmal um die Welt gereist, war damals einmal in China, kam dann nicht durch den Zoll und stand 2 Jahre im chinesischen Hafen, ungeschützt, den Witterungen ausgesetzt. Salzwasser. Salzwasser, alles drum und dran, was man sich so vorstellen kann. Das Fahrzeug war gespickt mit Rost, mit Regenstreifen. Im ersten Moment war ich auch erstmal da gestanden, sagte so, ob wir den wieder hinbekommen, aber letztendlich in Hast dem du ein Foto Fahrzeug eigentlich vom Wald? haben wir soweit, kann ich soweit zur Verfügung stellen. Zustand wirklich unterirdisch und ich sag mal vom Allgemeinen her war das jetzt ein Thema. Wir haben in Summe da 160 Arbeitsstunden reingesteckt und dass der wieder so aussieht, wie er aussieht. So, wir zeigen das mal gerade. Das Besondere ist ja, es fängt an mit der Reinigung. Bei der Reinigung ist besonders viel Wert darauf zu legen, dass man die Kiste sauber macht und zwar nicht nur ein bisschen sauber, sondern klinisch sauber. Deswegen empfiehlst du, wenn ein Auto neu ist, am besten gleich vom Morelo hier rüberfahren, nicht erst auf die Straße, denn ihr seid irre lang damit beschäftigt, den, ich sag mal, zu reinigen. Das fängt an mit solchen kleinen Abriebspuren, dann hast du, du hast irgendwelche Bitumenspuren, die drauf sind, die müssen alle weg. Das bleibt an der Stelle alles nicht aus. Also ich sage mal, selbst bei Neufahrzeugen haben wir entsprechend schon, dass die Fahrzeuge einfach mal zu Testzwecken auf der Straße waren, Probefahrten und da geht das Ganze im Endeffekt dann los und ich sage mal, sobald das Fahrzeug bei uns in die Halle kommt, haben wir an sich ja nahezu klinisch reine Voraussetzungen, da ist kein Staub in der Luft und dann wird das einfach nacheinander auch abgearbeitet, wo man dann entsprechend sagt, ja, man hat einfach dann die optimalen Voraussetzungen für eben diese Versiegelung und bevor wir die nicht haben, fangen wir auch nichts an zu versiegeln. So, du musst mich technisch mal aufklären. Im Saarland ist ein Mekka von Keramikversiegelungsherstellern, die es gibt. Kommt die aus dem Saarland, deine? Nein, wir sind Kooperationspartner von der Firma Surfaces aus Dresden, auch deutsche Firma, deutsche Herstellung und sind da entsprechend zertifiziert und entsprechend auch geschult, dass wir die so ausführen können, wie sie auch vom Hersteller vorgesehen ist. Und ja, an der Stelle haben wir soweit als Versiegelung die Top-Versiegelung soweit, was da auch im Angebot ist, entsprechend in Verwendung. Und ja, das Ist teuer, gell, so ein Fläschchen?
Das ist durchaus exklusiv. Jeder, der mal so ein bisschen da in dieses Thema reingekommen ist, sobald man sagt, so ein kleines Fläschchen, ist man da ruckzuck mal ein paar 100 € los. Aber sie kann dann natürlich auch was. Ja, es ist so. Und dann, die Handbücher sind kilometerlang. Die Anwendungshandbücher, die da sind, wenn es falsch ist, es fängt schon an, Temperatur. Temperatur, es ist letztendlich auch, ich sag mal, abhängig, Licht, die eigenen Verhältnisse, die man in der Halle hat, wie gut ausgeleuchtet ist sowas, wie... Gemein hier, du siehst ja alles. Ja. Das Licht ist im Moment nur auf 30%. Mach mal ganz hell, bitte. Kannst du machen? Jawohl, müssen wir vorne geschwind Komm, einmal... wir machen mal einmal vorne. Ich komme mal gerade zur anderen Seite mit, dann zeige ich das mal. Denn das Wichtigste beim Detailing, also beim Fahrzeugaufbereiten, ist das Licht. Und du hast dich dazu entschlossen, wow, das ist gut. Ja. Natürlich im Winter ist es ein Traum, oder? Winter wie Sommer. Also bei uns von den Voraussetzungen her, sage ich mal, ist immer darauf ausgelegt, dass wir zu jeder Jahreszeit, wir haben ja auch zu jeder Jahreszeit Kunden, da im Endeffekt immer ein Top-Bild haben können. Und, ohne Licht geht gar nichts. Ne? Nee, ohne Licht geht gar nichts. Wir haben im Endeffekt dann noch mindestens 10 Zusatzlampen, die wir im Endeffekt im Einsatz haben. Und bei uns gilt das 6-Augen-Prinzip. Bevor irgendeine Stelle nicht durch 6 Augen durch ist, geht das Fahrzeug nicht raus. Und das ist essentiell. Ich muss das erklären. Also wenn du den Schmutz nicht ordentlich reinigst, dann wird der mitversiegelt und der bleibt. Der ist dann unter der Versiegelung drunter. Das gleiche gilt für Kratzer, für entsprechende Schadstellen am Lack. Das muss entsprechend alles vorher behoben sein, bevor da auch eine Versiegelung irgendwo Sinn macht, weil den Zustand, den wir letztendlich versiegeln, den hat man für die nächsten Jahre. Man kommt da im Endeffekt nur dran an solche Schadstellen oder Kratzer, indem man dann zum Beispiel die Keramikversiegelung wieder runternimmt und dann wäre die Arbeit für umsonst gewesen. Echt, der Murillo, der war so im Eimer hier wegen China. Der war wirklich so weit, wo ein Gutachter auch gesagt hat, wirklich, was machst du mit dem Ding? Ne? Also wir haben da wirklich viele Stunden, sowohl in Politur, in Aufbereitung, soweit reingesteckt. Schick mir Bilder, okay? Ich baue die ein. Mache ich soweit startklar, das ist kein Thema. Und da ist es wirklich so, das war, man kann es ganz gerne auch sagen, unser Meisterstück damals, ja. Was ziemlich cool ist, du kannst, wenn du das Auto verkaufen willst, den zu dir bringen. Das bringt richtig viel. Also wenn, ich sag mal, der innen mal aufgearbeitet ist, also du willst ihn privat verkaufen, das haben wir jetzt gemacht. Also ich war beim Händler, der hat den mal ordentlich aufbereitet, hat ihn innen, außen mit allem drum und dran. Das Auto war nur 1 Jahr alt, ja. Und das war Vorher-Nachher-Effekt, der war wow. Der sah aus wirklich wie auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Was kriegst du hin? Das ist soweit unser täglich Brot, sage ich mal. Also das hängt wirklich das eine mit dem anderen zusammen, sei es jetzt im Endeffekt innen, sei es außen. Wir haben da sowohl Lederaufbereitung, innen drinnen die Nutzflächen soweit, das ist alles soweit kein Thema. Da sind wir als Fahrzeugaufbereiter auch darin geschult und entsprechend soll auch dieser Vorher-Nachher-Effekt sein. Ja, wir können es ja sagen, das ist das Auto von deiner Mama. Denn ich sag mal, das war am Anfang natürlich auch eine Geschichte, die war traurig genug, dass er da stand. So, aber dann hast du da so ein Teil da. Das, was ihr draus gemacht habt, ist so gut geworden. Ich zeige das mal gerade. Innen der Zustand, der war auch, ich sag mal, auch nicht so toll. Desolat trifft es am allerbesten. Es war hier drinnen alles voll mit Fingerabdrücken. Das Fahrzeug stand soweit auch offen. Da waren auf sämtlichen Ablagen, auf sämtlichen Fächern, da hast du so einen richtigen Industriesmog aus dem Hafen auch drauf gehabt, so eine klebrige Schicht, sage ich mal. Und wir haben hier drinnen alles einmal auf links gekrempelt. Aufwand, was denkst du bei dem hier? In Summe waren wir 160 Arbeitsstunden im Fahrzeug, rundrum, rechts, links und so weiter. Und da muss man wirklich sagen, vom Aufwand her schon was, wo man sagt, da brauchst du wirklich ein Team dafür, was auch entsprechend da Bescheid weiß. Hast du eine Frau vorne? Ja, die ist da immer nicht ganz so begeistert, wenn es dann doch mal am Wochenende Freitag, Samstag geht. Also du kannst auch putzen zu Hause. Ich kann auch zu Hause putzen, ja, ist aber prinzipiell, wenn du den ganzen Tag soweit, ist das Gleiche mit dem eigenen Auto, wenn du auf Arbeit die ganze Zeit am Putzen bist, du hast fürs eigene Auto immer ganz wenig Lust und auch ganz wenig Zeit, sage ich mal. Sag mal was Schönes, ich nehme an, die Dusche ist keramikversiegelt? Dusche ist versiegelt, die beiden Waschbecken soweit, wir können auch soweit mal in ein Waschbecken reingucken. Ich glaube, am eindrucksvollsten sieht man da dann, wie so eine Keramik letztendlich auch funktioniert. Wir haben hier soweit einmal Wasser, was reinläuft und sobald man dann entsprechend
das wieder ausmacht, läuft das eigentlich nahezu von selbst rein. Die paar Tropfen, die jetzt noch drinnen sind, die nimmt man einmal mit dem Mikrofaser weg und man hat nie wieder Probleme mit Kalkflecken etc. So, ich mal kurz, zeig das mal gerade, denn ganz wichtig, ihr könnt alle spiegelnden Oberflächen könnt ihr behandeln, unter anderem Spiegel, ganz wichtig, die Duschen, Kalkflecken gehen dann leichter weg? Ja, ist an der Stelle so, ein feuchtes Mikrofasertuch einmal über so einen Kalkflecken drüber wischen. Keine Chemie bitte, ne? Nee, ist komplett alles soweit praktikabel und auch sehr, sehr leicht in der Anwendung. Also wir haben viele Kunden, die sagen, hey, das ist wirklich so ein Riesenaufwand, der da dahinter hängt. Was können wir denn da machen? Und da sage ich, lasst das innen drinnen einmal versiegeln, dann habt ihr das Ganze relativ entspannt. Zeig mal das Klo, das wird ihr mal sehen, weil das ist ja auch so ein Teil, also wenn du das Auto verkaufst, du kriegst den so hin, die meisten? Ja, also ich sag mal, es kommt immer darauf an, es gibt manche Schäden, die sind nicht reparabel an der Stelle. Es ist aber so weit, dass man sagt, ja, bei den Themen, die jetzt wirklich von uns reparabel sind, die machen wir natürlich auch. So. Gut, also hast du gut gemacht. Darf ich da mal reingucken? Gerne soweit, da ist aber glaube ich soweit, da das Fahrzeug auch bewohnt ist, soweit vollgestellt mit dem. Okay. Pass auf, passt. Es geht mir um was ganz anderes. Das Dach ist auch versiegelt. Ist auch versiegelt, genau. Okay, das heißt auch hier, das habe ich übrigens gesehen, am Anfang war das so, da blieb das Wasser, ist dann abgeperlt, also konnte sich gar nicht. Und dann hat man richtig gesehen, nach einigen Wochen auf einmal ist der Effekt hat nachgelassen. Wie ist das denn mit dem Wasser außen, das Dach? Lässt das nach? Da ist es an sich so, es legt sich dann mit der Zeit ein gewisser Schmutzfilm auf so eine Versiegelung drauf. Achso, und der verdeckt die Und der Versiegelung. verdeckt die Versiegelungswirkung, genau. Das ist der Hintergrund. Das heißt, sobald man das Fahrzeug oben drauf sauber macht, hat man wieder 1:1 den originalen Versiegelungseffekt von frisch nach der Versiegelung. Die Seiten sind ja viel weniger davon betroffen, weil der Schmutz da nicht. Aber es ist nicht so, dass ich gar nicht putzen muss. Das hier ist auch eine schöne Oberfläche. Die wird heiß. Habt ihr die auch versiegelt? Ist soweit versiegelungsmöglich. Bei dem haben wir es jetzt nicht versiegelt, aber wir haben entsprechend Versiegelungen, die bis zu 1000 Grad gehen, die da komplett hitzebeständig sind. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ich sage immer ganz gerne im Innenraum versiegelungsmäßig, was Sinn macht, sind alle Oberflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen. Heißt Dusche, Waschbecken, die Armaturen soweit. Alles andere kann man prinzipiell versiegeln. Sitze? Auch Lederversiegelung ist durchaus ein Thema, ist dann allerdings nicht auf keramischer Basis, sondern eben auf einer eher pflanzlichen Basis. So, ich empfehle auch grundsätzlich, ich sag mal, dass man durchaus das Auto mal zur Aufbereitung bringt. Das ist ein Effekt, wenn du das mal 3 Jahre bewohnt hast. Gerüche, wie gehst du damit um? Ja, bei Gerüchen ist es grundsätzlich so, was man immer als erstes beseitigen muss, ist die Geruchsquelle. Also da, wo dieser Geruch letztendlich herkommt. Den Raucher töten. Raucher zum Beispiel, Hund durchaus immer ein Thema. Den beseitigen, oder wie? Nee, den Hund nicht ganz, aber zumindest, ich sag mal, die entstandenen Gerüche da draus natürlich. Wie denn? Wie geht das? Soweit einmal grundreinigen alles. Das muss grundsätzlich jede Oberfläche einmal komplett gereinigt sein. Und dann gibt es noch, ich sag mal, 2, 3 Optionen, die man irgendwo da mit reinbringen kann, wo es einfach darum geht, ja, entsprechend diese Gerüche noch zu neutralisieren. Und dann ist es wirklich so, es haben die wenigsten schon mal gerochen. Es gibt den Geruch, dass etwas nach nichts riecht. Und das ist tatsächlich nach so einer Aufbereitung dann der Fall. Der Geruch, dass man wirklich sagt, den Geruch kennt man nicht, weil das irgendwas nach nichts riecht, ist tatsächlich so ein Punkt, der kann da durchaus kommen. Aber das gibt sich nach einer Zeit auch wieder, sobald man dann entsprechend da wieder drin wohnt, hat sich das dann auch wieder, nimmt es wieder den eigenen Geruch an, sage ich mal. Also krass hier, das ist hier der Fall. Also ich war ja vorher nicht drin. Und du kannst Sachen, die vergilbt sind, Kunststoffe, kannst du auch wieder einigermaßen mit UV-Licht, glaube ich. Oder? Es ist soweit, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ab einem gewissen Punkt ist einfach eine Beschädigung da. Dann haben wir wenig Chancen, aber es gibt immer die Möglichkeit, so einen Kunststoff nochmal frisch zu machen. Da gibt es entsprechende Mittel dafür. Ist aber natürlich an der Stelle soweit, wie gesagt, sobald irgendwas kaputt ist, ist es tatsächlich einfach kaputt. Der hier ist gut, oder? Innen? Ja, wir haben ja, wie gesagt, auch ein bisschen Arbeit reingesteckt in die ganze Sache. Ne? Also das war damals echt, hier waren überall, ich sag mal, Fingerabdrücke, schwarze Fingerabdrücke, gerade auf dem hellen Leder. Hast du viele Bilder vorher? Wir haben, ich glaube, eine komplette Fotodokumentation, was wir da entsprechend haben. Schick mir die gleich, weil ich baue die ein und dann machen wir das und dann können wir das Video nämlich nennen. Totalschaden aufbereitet wieder zum perfekten Reisemobil. Genau. Nee, Rost, was habt ihr in Rost entfernt? Rost war soweit auch ein Thema. Wir hatten also weniger an der Außenhülle, da hat man tatsächlich Glück, dass da kaum was entsprechend da war. Aber gerade Chassis natürlich,
natürlich, das hat in der Zeit schon gelitten und da natürlich entsprechend so weit, dass wir gesagt haben, einmal komplett Rostentfernung. Wir haben da entsprechend ein Sandstrahlgerät, was entsprechend dann auch den Rost so weit entfernen kann. Und was wir natürlich dann im Anschluss immer machen, wenn wir so eine Rostbeseitigung vornehmen, ist unsere Unterbodenversiegelung, wo man sagt, das Chassis wird einfach dann einmal mit dem Wachs behandelt, dass man da dem Thema Rost auf final auch irgendwo einfach den Riegel vorschiebt. Gut, was hast du für eine Ausbildung? Ich bin gelernter technischer Produktdesigner, habe damals bei Morelo gelernt und bin dann aus meinem Hobby mehr oder weniger in den Beruf gestartet. Was ist denn das, Produktdesigner? Technischer Zeichner im besten Fall, sagt man eigentlich. Also früher technischer Zeichner, jetzt CAD oder? Genau, CAD-Zeichnung. So kam so ein bisschen die Liebe zum Fahrzeug, sage ich mal schon. Man hat während der Ausbildung schon damit gearbeitet und heute mache ich die Fahrzeuge halt nochmal zusätzlich, dass wir die veredeln und So, mach mal auf hier so eine Klappe. Mal reingucken. Ist, glaube ich, aktuell So. zugesperrt. Die könnte hier offen sein. Die könnte offen sein. Auch hier Mäuse. Was macht ihr damit? Mäuse haben wir soweit an dem Fall nichts drinnen gehabt. Grundsätzlich ist es so, dass man gerade bei so einem Tierbefall da eher so in die andere Branche gehen muss tatsächlich. Kannst du es vermitteln? Ich kann es an der Stelle nicht vermitteln. Wir haben da auch wenig Kontakt, sage ich mal, dazu. Schädlingsbekämpfer dann? Ja, das ist dann eher so die Richtung, wo ich sage, das ist nicht ganz unser Metier an der Stelle. Ozon? Definitiv immer ein Fall, gerade bei Gerüchen, Ozon immer ein Fall, wo wir auch viel damit arbeiten, ist zum Beispiel mit Trockendampf. Trockendampf, was ist das? Ja, ist an sich ein hocherhitzter Dampf, der letztendlich dann wiederum auch Gerüche abtötet, gerade auch Oberflächen reinigt und auch tiefsitzenden Schmutz lösen kann. Gehört bei uns zum Standard-Equipment dazu. Tornado? Auch definitiv, aber ich sag mal, da ist es tatsächlich so, eher so in die Richtung Teppiche etc. Schamponieren? Alles, volle Programm. Also all das, was man kennt, wenn man solche Videos guckt, Ist bei uns auch. bist du auf amerikanischem Niveau mittlerweile? Wir sind da mit Sicherheit vergleichbar. Also da ist es so, man muss. Das ist ja bei denen eine Kunst. Also die machen ja aus den letzten Gurken, bereiten die auf und dann bringen teilweise die Amerikaner, verwohnen die aber auch so krass, dass, aber auch die Deutschen, ne? Ja, wobei ich tatsächlich da finde, da ist tatsächlich immer noch mal so ein Step dazwischen. Also ich sag mal, gerade in der Wohnmobilbranche, wo wir jetzt unterwegs sind, ist es schon so, dass die passen auf ihre Fahrzeuge auf. Also ich sag mal, wir hatten gerade früher in der Pkw-Branche, wo ich noch mehr unterwegs war, da war durchaus mal ein Pkw dabei, der halt einfach irgendwo anderweitig genutzt wurde, aber nicht um den als normales Fortbewegungsmittel zu nutzen. Kriegt man alles wieder hin. Mittlerweile fehlt uns da die Zeit dafür. Hast du irgend so ein Showding, das man mal zeigen kann mit dem Wasser abperlen und so? Haben wir soweit da, müsste ich bloß mal gucken, weil wir haben aktuell alles weggeschlossen soweit während der Zeit, dass da soweit alles... Aber du kannst es ja Wasser nehmen, machst es hier drauf, das findet keinen Halt, oder? Perlt soweit ab, das ist gar kein Thema, ja. So, und wie gesagt, Mikrofaser, ein bisschen Wasser destilliert. Ja, wobei ich zum Waschen tatsächlich eher so diese Waschbürsten empfehle. Die Handschuhe. Genau, entweder Handschuhe oder wenn man sagt, gerade im oberen Bereich, so Teleskopbürsten aus dem LKW-Zubehör mit einer weichen Borste dazu. Das ist eigentlich soweit das Beste, was da funktioniert. Kann ich das bei dir kaufen? Wenn ich Sag ich prinzipiell, da ist es ja immer so ein Thema, der meine Aufbereiter verkauft es dazu. Ich sage grundsätzlich, bei uns funktioniert. Hast einen Link bei Amazon? Haben wir bestimmt irgendwo was. Das heißt, wenn einer sagt, weil der will ja auch dann genau das haben, er will es ja so lange wie möglich erhalten. Und wenn du da jetzt, ich sag mal, mit dem Dremel dran gehst, dann kriegst du wahrscheinlich auch die Keramikversiegelung runter. Da kriegst du die auf jeden Fall mit runter. Ich sag mal gerade, da ein anständiges Equipment aus dem Zubehör ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Wir arbeiten grundsätzlich nicht mit einem speziellen Hersteller. Also wir empfehlen da zum Beispiel auch nicht mit aller Effizienz hinterher unseren Keramikhersteller, sondern da ist es tatsächlich so. Das, was am besten geht. Was halt auch einfach funktioniert. Und das Schöne ist, unsere Keramikversiegelung gerade auch, die funktioniert auch mit nahezu, ich sag mal, jedem Zubehör, was man da so findet. So, vielen Dank. Machen wir ein bisschen Werbung für dich. Warte mal, du hast da irgendwo hier einen Aufsteller. Jawohl. Ich glaube, da vorne.
Dass wir das mal zeigen. So, und das kann man übrigens, kann man das ab Werk kaufen, hier bei Morelo? Genau, da ist es so, Morelo hat sowohl unsere Keramikversiegelung als auch die Unterbodenversiegelung ab Werk im Programm. Das heißt, jeder, der sein Neufahrzeug aktuell bestellt, hat die Option, das als Haken zu setzen, um entsprechend das direkt ab Werk dann zu bekommen. Und das wird dann alles erledigt, bevor das Fahrzeug letztendlich ausgeliefert wird und ist dann direkt vor Produktionsauslauf kommt das Fahrzeug, beziehungsweise nach Produktionsauflauf kommt das Fahrzeug zu uns. Wir arbeiten das ab und dann geht es zurück ins Werk. Spare ich Geld, wenn ich den direkt ganz neu rüberbringe? Habt ihr weniger Arbeit? Wir haben an sich weniger Arbeit. Es ist natürlich aber auch dadurch, dass Morelo das für uns verkauft, ist entsprechend da auch ein gewisser Anteil, den Morelo sich da Kleine Marge. Kleine Marge logischerweise. Und es ist an sich, hält sich das so ein bisschen das Mittel. Das Schöne ist halt, man hat das Fahrzeug halt direkt fertig nach Auslieferung, muss nicht erst noch den Termin zum Versiegler nehmen. Ich zeige es mal gerade da vorne. Ich hoffe, man kann es sehen. Man kann es, glaube ich, nicht sehen. Hinter der Halle ist Morelo. Genau. Ihr seid ja nur einen Katzensprung weg. Ihr könnt die Fahrzeuge auch direkt von der Produktion hierher verbringen, oder? Genau, das ist im Endeffekt das Prozedere. Wir holen das direkt im Werk ab, führen das bei uns soweit aus und fahren die Fahrzeuge dann zurück ins Werk. Wir haben 1,5 Kilometer soweit, also kurze Wege. Und von jemand, der da gelernt hat, muss man auch dazu sagen. Genau. Du kennst auch die Leute da drüben. Ich glaube, deine Mama schafft da drüben. Deswegen. Und cool. Also ich finde den cool geworden. Ich warte auf deine Fotos. Wir bauen ganz viele Fotos ein, weil ich glaube, das Ganze wirkt nur, wenn man die Bilder wirklich dazu gesehen hat und auch die Bilder davor. Das war tatsächlich was, wo da einige auch gesagt haben, also das kriegt man tatsächlich nicht mehr hin. Und ich sag mal, jetzt haben wir aktuell ein Fahrzeug hier stehen, was an dem Neuzustand sehr, sehr nahe dran ist. Das muss man so sagen. Du sprichst auch Fränkisch? Durch und durch, ja. Geborener Franke und auch schon immer gewesen. Von dem her, das gehört einfach bei uns irgendwo dazu. Okay, also wenn Franke kommt, dann sprichst du Fränkisch? Ja klar, ist ja im Endeffekt soweit die Heimat. Ne? Ja, ich mache mich immer so lustig, weil mein Schwiegervater kommt ja aus Lichtenfels, den verstehe ich nie. Ja. Aber du sprichst saugut Hochdeutsch, da danke ich dir auch für, weil dann könnte ich sag mal, maximal die Leute verstehen. Genau. Vielen, vielen Dank. Tag der offenen Tür, wie ist das Interesse? Die kommen hier mit Bussen angekarrt? Genau, also wir haben soweit während der Morelo Open jetzt den Zulauf, dass entsprechend aus dem Werk die Fahrzeuge, beziehungsweise die Kunden, nicht die Fahrzeuge, rübergebracht werden. Und es ist natürlich das Interesse da, gerade weil das ein Thema ist, was schon eine gewisse Wichtigkeit auch hat. Und dann ist es... Jetzt mal ehrlich, jetzt die Keramikversiegelung, da laufen ja viele rum, oder? Die da das anbieten, teilweise sogar unterwegs, wo du dich fragst, die brauchst ja eine Halle, die einigermaßen staubfrei ist. Ich nehme an, ihr habt hier Filteranlagen drin, oder? Es ist soweit, da echt ein Thema, wo man sagt, da muss der Hintergrund schon irgendwo da sein. Wir werden da auch oft angesprochen, Mensch, warum machen andere das so, warum machen andere das so? Aber das ist letztendlich dann irgendwo ein Punkt, wo wir einfach... Du gibst die Garantie, du bist von Morelo empfohlen, genau. Du bist greifbar, du bist Franke, also genau. dir kann man vertrauen. Nee, und da ist es ganz ehrlich auch so, wo ich einfach sage, es ist einfach auch irgendwo ein Vertrauensthema in dieser Aufbereitungsbranche. Kannst du auch schon verstehen, dass einer, Ja, der da vielleicht 3.500 € hinlegen soll für so eine Keramikversiegelung bei irgendeinem, den er nicht kennt. Genau, nee, das ist ganz klar. Also verkauft sich tatsächlich auch viel übers Vertrauen einfach, dass man sagt, Mensch, was für einen Ansprechpartner habe ich, wie ist es im Endeffekt, wie reagiert der im Zweifelsfall, wenn irgendwas ist. Und bei uns ist es so, gerade wenn man so eine Kooperation mit dem Hersteller hat, dann ist es natürlich so, dass man entsprechend da auch eine gewisse Bringschuld hat und die erfüllen wir natürlich gerne. So, also rennt ihm die Bude ein, Jan, Alter? 28. 28 und schon selbstständig. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.